Im ersten Teil dieser Reihe haben wir uns mit dem Thema Offline-Backups beschäftigt. Heute gehen wir einen Schritt weiter, und zwar in Richtung Online-Backup. Manchmal reicht eine externe Festplatte nicht aus, zum Beispiel, wenn du deine Daten zusätzlich an einem anderen Ort sichern oder automatisch zwischen mehreren Geräten synchronisieren willst. Genau hier kommen rsync und SMB Backup ins Spiel. Beide Technologien sind in deinem NAS bereits integriert und bieten dir sichere Möglichkeiten, deine Daten regelmäßig über das Netzwerk hinweg und vor allem automatisch zu sichern. Fangen wir mit rsync an, oder ausgesprochen Remote Sync. Das Protokoll ist besonders in einer Linux-Umgebung am effektivsten. Das heißt von Server zu Server. Oder in unserem Fall, wenn du ein zweites NAS hast und dieses als Backup-Server nutzen möchtest, von NAS zu NAS. Sei es dabei im gleichen Netzwerk oder sogar an einem anderen Standort übers Internet. Beide Geräte werden aufgeteilt in rsync Server und rsync Client und brauchen jeweils andere Einstellungen im EDM. Der Server oder der Endpunkt des Backups ist unser externes NAS. Dort müssen wir in den Services erstens rsync aktivieren und zweitens den Ordner für rsync freigeben, den wir als Backup-Ordner erstellt haben. Das heißt, wir erstellen dort ein neues Backup-Modul. In unserem internen NAS, den wir als Client nutzen, müssen wir andere Einstellungen im EDM festlegen. Zuerst müssen wir auch unter Services rsync aktivieren und danach erstellen wir einen neuen Job im Backup Central. Zuerst werden die Zugangsdaten und IP eingegeben, dann welche Art von Backup und wir geben unsere Ausgangs- und Zielordner an. Am Ende können wir angeben, wie oft synchronisiert werden soll, ob täglich, wöchentlich oder einmal pro Monat. Alles geht und das alles automatisch. Wichtig sind die Einstellungen am Ende. Archive Mode sollte aktiviert sein, damit nur geänderte Dateien kopiert werden. Außerdem sollte ausgewählt sein, dass man extra Dateien im Zielordner behält. Ist dies aus und bei einem Backup die Ausgangs- und Zielordner nicht 1:1 gleich, werden alle unterschiedlichen Dateien gelöscht. Weiter geht's mit SMB Backup. Das ist besonders dann interessant, wenn du mit Systemen arbeitest, die nicht Linux sind, da SMB von Linux, Mac und Windows gelesen werden kann. SMB ist das Standardprotokoll für Datenübertragungen in Windows-Netzwerken und erlaubt es dir, direkt auf Netzlaufwerke zu sichern. Das funktioniert nicht nur für klassische PCs, sondern auch für andere NAS-Systeme, die SMB unterstützen. Auch hier gilt, im Backup Center kannst du ganz einfach einen Job anlegen, Zugangsdaten angeben, Quelle und Ziel definieren und entscheiden, ob du Daten kopieren oder synchronisieren möchtest. Doch warum das Ganze? Online-Backups bieten nicht nur zusätzlichen Schutz, sondern auch mehr Flexibilität. Du kannst mehrere Geräte miteinander verknüpfen, Daten ortsunabhängig sichern und im Ernstfall blitzschnell wiederherstellen. Und mit den richtigen Einstellungen alles vollautomatisch und ohne zusätzlichen Aufwand. Es gibt eine riesige Auswahl an Backup-Arten, sodass für jedes Gerät und jeden Typ eine andere Art zur Verfügung steht. Fassen wir also zusammen. Mit rsync und SMB Backup hast du zwei leistungsstarke Werkzeuge an der Hand, die dein Backup-Konzept erweitern und dich einen großen Schritt näher an die perfekte Datensicherheit bringen. Dabei haben beide ihre eigenen Vorteile, doch am Ende ist es nur wichtig, dass du regelmäßig ein Backup deiner Daten erstellt hast.